Stell dir das mal vor. Du bist gerade in eine neue Stadt gezogen, sagen wir mal nach Berlin oder München. Und du hast wochenlang gegen Dutzende andere Bewerber um so eine Mietwohnung gekämpft. Oh ja, der ganz normale Wahnsinn auf dem Wohnungsmarkt. Absolut. Und dann hast du endlich diesen Schlüssel. Du betrittst deine absolute Traumwohnung, gehst durch den Flur, schaust ins helle Wohnzimmer, freust dich auf deinen ersten Kaffee und öffnest die Tür zum Essbereich und da ist einfach nichts. Nichts. Kein Ofen, keine Spüle. Genau, nicht mal ein einziger Schrank. Nur so ein leerer Raum mit ein paar Wasserrohren, die total traurig aus der Wand ragen. Und man fragt sich halt, warum ist das in Deutschland für so viele Menschen völlig normal, beim Umzug die komplette Küche abzubauen und quer durchs Land mitzuschleppen? Das ist wirklich so der Klassiker. Dieser Moment des leeren Küchenraums ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Kulturschocks überhaupt. Ja, und willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Genau dieses Phänomen der Normalität nehmen wir heute mal komplett auseinander. Hallo zusammen. Ja, das Verrückte an dieser Küchensache ist ja, dass Einheimische das meistens gar nicht hinterfragen. Für die ist das die normalste Sache der Welt. Richtig. Und wir stützen uns heute auf ein total ungewöhnliches Format für unsere Analyse. Wir schauen uns nämlich ein Skript an, das eigentlich für einen Deutsch-Podcast konzipiert wurde. Also gezielt für Lernende auf dem Sprachniveau A2 bis B1. Was auf den ersten Blick ja wie so eine typische Vokabel- oder Grammatikübung wirkt, oder? Die Sätze sind klar, die Beispiele sind simpel. Genau. Aber die inhaltliche Tiefe, die da drin steckt, ist echt enorm. Es ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, ein komplett getarnter Überlebensleitfaden für die deutsche Kultur. Ein psychologischer Überlebensleitfaden. Ja. Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Wenn du in eine völlig fremde Kultur eintauchst, ist das eigentlich so, als würdest du ein neues Betriebssystem für dein Gehirn installieren. Das ist ein super Vergleich. Ja, oder? Am Anfang, so direkt nach dem Neustart, da hagelt es einfach nur Fehlermeldungen. Nichts funktioniert irgendwie intuitiv. Du klickst auf ein vertrautes Icon und plötzlich öffnet sich ein Programm, das du noch nie gesehen hast. Und dieses deutsche Betriebssystem, das hat eine extrem starke Basisprogrammierung. Wenn wir also verstehen wollen, warum die Küche fehlt oder warum Mülltonnen manchmal wie ein komplexes wissenschaftliches Experiment aussehen, müssen wir beim absoluten Kern dieses Systems anfangen. Und was würdest du sagen, ist dieser Kern? Die Architektur der Zeit. Das ist wirklich essentiell. Zeit ist hier keine abstrakte Idee, die irgendwie so im Hintergrund mitläuft. Zeit ist eine physische, messbare, total knappe und höchst wertvolle Ressource. Was uns ja direkt zu diesem riesigen Klischee bringt, der Pünktlichkeit. Wobei unsere Quelle das echt wahnsinnig nuanciert betrachtet. Es geht da eben nicht nur darum, dass Leute gerne auf ihre Uhren starren. Nee, absolut nicht. Lass uns mal dieses typische 10 Uhr Meeting nehmen. In vielen Arbeitskulturen weltweit heißt Meeting um 10 ja eigentlich nur, dass ab 10 langsam die Leute eintrudeln, oder? Und vielleicht mal inhaltlich los. In Deutschland bedeutet 10 Uhr aber etwas grundlegend anderes. Es bedeutet absolute Einsatzbereitschaft. Also wirklich pünktlich auf die Minute. Ja, wenn das Meeting um 10 beginnt, dann wird erwartet, dass du um 5 vor 10 im Raum bist. Dein Laptop ist aufgeklappt, der Kaffee steht schon auf dem Tisch und du bist mental bereit, exakt um 10:00 das erste Thema zu besprechen. Okay, da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. Ist das nicht unglaublich stressig? Also, dass man jede Verabredung, selbst wenn man sich nur um 18 Uhr vor dem Kino trifft, minutengenau durchkalkulieren muss? Das wirkt am Anfang total so, ja. Weil, wenn ich jetzt auf dem Weg zur U-Bahn bin und merke, ich komme 18:05 statt 18 Uhr an, dann verlangt dieses System ja, dass ich sofort eine Nachricht schreibe, komme 5 Minuten später. In anderen Ländern würde man für 5 Minuten nicht mal das Handy rausholen. Das gilt da einfach noch als pünktlich. Was hier faszinierend ist, diese sofortige Benachrichtigung bei der allerkleinsten Verspätung, ist eben gerade kein Ausdruck von Zwanghaftigkeit. Es ist ein Akt des Respekts. Respekt vor der Zeit des anderen, meinst du? Genau. Die Logik dahinter lautet einfach,
Wir haben eine Vereinbarung getroffen und deine Lebenszeit ist exakt genauso wertvoll wie meine. Wenn ich dich also warten lasse, dann stehle ich unwiderruflich deine Zeit. Wow. Okay, das ist eine ziemlich harte Ansage. Ich stehle deine Zeit. Ja, aber indem du diese kurze Nachricht schreibst, gibst du dem anderen die Kontrolle wieder zurück. Er weiß dann, okay, ich habe noch 5 Minuten, ich kann noch schnell eine E-Mail schreiben oder einen Anruf machen. Verstehe. Das System verschiebt also eigentlich nur den Stress. Exakt. Statt sich vor Ort zu stressen, weil man überhaupt nicht weiß, wann oder ob die Person noch auftaucht, übernimmt derjenige, der zu spät kommt, die komplette Verantwortung für die Verzögerung. Das leuchtet echt ein. Aber diese Liebe zur zeitlichen Struktur, die nimmt ja manchmal auch völlig absurde Züge an. Der Terminkalender wird teilweise wie so ein hochkomplexes Spiel Tetris behandelt. Oh ja, das Kalender-Tetris. Unsere Quelle hat da diese großartige Szene zwischen zwei Freunden, Anna und David. David ruft Anna an und sagt so, hey, hast du Lust, heute Abend spontan einen Kaffee trinken zu gehen? Und Annas Reaktion ist einfach Gold wert. Ja. Sie antwortet völlig ungerührt, heute passt es leider gar nicht, aber wie wäre es nächsten Donnerstag? Für jemanden aus einer wärmeren, spontaneren Kultur ist das natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht. Klar. Wie würdest du reagieren? Das klingt doch total nach, ich mag dich eigentlich nicht genug, um mir jetzt Zeit für dich zu nehmen. Genau diesen emotionalen Fehlschluss ziehen unglaublich viele Neuankömmlinge. Sie fühlen sich total abgewiesen. Aber in der deutschen Alltagslogik ist diese Antwort eigentlich ein Qualitätsversprechen. Ein Qualitätsversprechen. Wie das? Naja, Anna hat an diesem Abend vielleicht schon Sport geplant oder sie muss einkaufen. Oder, und das ist ganz wichtig und völlig legitim, sie hat sich den Abend explizit dafür reserviert, auf dem Sofa zu sitzen und absolut gar nichts zu tun. Auch ein wichtiger Termin. Genau, wenn sie David da jetzt noch irgendwie dazwischen quetschen würde, wäre sie total gehext. Indem sie ihm den Donnerstag nächste Woche anbietet, sagt sie eigentlich, du bist mir so wichtig, dass ich mir einen exklusiven Block in meinem Kalender nur für dich frei halte. Da bekommst du dann meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ah, okay. Ein Termin ist also gar nicht nur diese nervige Pflicht beim Zahnarzt oder auf dem Bürgeramt. Es ist wirklich ein Werkzeug, um sozialen Interaktionen eine Verbindlichkeit zu geben. Ganz genau. Und dann mitten in dieser krass durchgetakteten, perfekt organisierten Woche zieht jemand plötzlich komplett den Stecker. Der Sonntag. Der Sonntag, der steht ja wirklich wie so ein gigantischer Felsblock in der Brandung von diesem Kalender-Tetris. An diesem Tag greift ein gesellschaftlicher Konsens, der sogar gesetzlich tief verankert ist. Die Räder stehen still. Bis auf so ein paar Ausnahmen an Bahnhöfen oder Flughäfen bleiben die Supermärkte und Einkaufszentren komplett geschlossen. Was logischerweise zu diesem absoluten Wahnsinn führt, der sich jeden Samstag in den deutschen Supermärkten abspielt. Oh ja, die Leute horten Lebensmittel, als stünde da echt eine wochenlange Belagerung bevor. Ich meine, wenn du am Sonntagmorgen aufwachst, keine Milch mehr für deinen Kaffee hast und dir denkst, ach, ich schlendere mal kurz in Jogginghose zum Laden um die Ecke, dann hast du in weiten Teilen des Landes ein echtes Problem. Ein massives Problem, ja. Warum tut man sich das an? Ich meine, es ist doch viel bequemer, einfach jeden Tag einkaufen zu können, so wie in fast allen anderen Ländern auch. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass hier kollektive Erholung über individuelle Bequemlichkeit gestellt wird. Kollektive Erholung. Genau. Wenn ein Supermarkt am Sonntag geöffnet ist, bedeutet das ja, dass Menschen dort arbeiten müssen. Der Busfahrer muss sie zur Schicht fahren, der Lieferant muss die Regale auffüllen und so weiter. Die Sonntagsruhe unterbricht diese Kette radikal. Es ist ein staatlich und kulturell geschützter Freiraum. Und das betrifft ja nicht nur die Arbeit, sondern auch die Akustik, oder? Du kannst an einem Sonntag nicht einfach beschließen, ach, ich bohre jetzt mal ein neues Regal im Wohnzimmer an. Oh, die Bohrmaschine am Sonntagmorgen. Das ist wirklich der schnellste Weg, um sich Feinde fürs Leben zu machen. Definitiv. Die Toleranzgrenze geht da wirklich gegen Null. Besonders in Mehrfamilienhäusern wird diese Ruhezeit nicht als so ein netter Vorschlag verstanden, sondern als ein hartes, einklagbares Recht. Wer sonntags bohrt,
stört nicht nur ein bisschen, der greift quasi die Erholungspfade der gesamten Hausgemeinschaft an. Wenn man sich diese extrem klare, fast schon rigide zeitliche Struktur mal so ansieht, wird mir eigentlich auch sofort klar, warum die zwischenmenschliche Kommunikation ganz ähnlich funktioniert. Wie meinst du das genau? Naja, zeitliche und kommunikative Grenzen bedingen sich irgendwie gegenseitig. Wenn du in Deutschland jemanden um Feedback bittest, dann bekommst du oft keine blumige Einleitung. Keine Sätze wie, oh, das ist ein wirklich interessanter Ansatz, aber vielleicht könnten wir noch eine kleine Anpassung vornehmen. Nee, da bekommst du eher ein super trockenes, das funktioniert so nicht. Genau. Und hier wird es wirklich interessant. Lass uns mal bei einer Metapher bleiben. Diese deutsche Direktheit ist im Grunde wie so ein grell leuchtendes Straßenschild auf der Autobahn. Ein Straßenschild, okay. Es ist vielleicht optisch nicht besonders hübsch oder elegant, aber es sagt dir exakt, wo die Ausfahrt ist. In vielen anderen Kulturen ist die Kommunikation eher wie so eine malerische, kurvige Landstraße. Es ist total angenehm, man fühlt sich wohl, niemand hupft dich an, aber am Ende des Gesprächs weißt du manchmal immer noch nicht, ob deine Idee jetzt super war oder gleich auf dem Müll landet. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir hier exakt dieselbe Philosophie wie bei der Pünktlichkeit. Es geht um die Vermeidung von Ineffizienz. Klarheit vor Harmonie quasi. Ja, denn indirekte Kommunikation erfordert ja, dass der Empfänger zwischen den Zeilen liest. Du musst die Mimik deuten, den eigentlichen Kern der Botschaft erraten. Das kostet mentale Energie und es birgt einfach ein riesiges Risiko für Missverständnisse. Das stimmt. Diese Klarheit reduziert die kognitive Last enorm. Du musst dir abends im Bett nicht den Kopf darüber zerbrechen, was dein Kollege mit seinem vagen Lächeln heute Nachmittag eigentlich gemeint haben könnte. Er hat gesagt, das Dokument ist noch nicht fertig, also ist es schlicht noch nicht fertig. Keine versteckte Agenda. Aber ganz ehrlich, muss das nicht auf Dauer unglaublich kühl und, isolierend wirken? Gerade so am Arbeitsplatz, wenn jeder so wahnsinnig direkt ist und diese harten Grenzen zieht, bleibt da überhaupt noch Raum für Zwischenmenschlichkeit? Das ist eine gute Frage. Unsere Quelle hebt in diesem Zusammenhang ein Wort hervor, das in Deutschland eine fast schon magische Aura hat. Oh, ich ahne es. Den Feierabend. Genau, den Feierabend. Das ist nicht einfach nur das Ende der Arbeitszeit, das ist eine psychologische Festung. Eine Festung. Ja, in vielen Kulturen verschwimmen Arbeit und Privatleben extrem. Die Kollegen sind irgendwie wie eine zweite Familie, man verbringt die Wochenenden miteinander, teilt total intime Details. Und in Deutschland? Da zieht der Feierabend oft eine messerscharfe Trennlinie. Also die Pflicht ist erfüllt, der Laptop klappt zu und ab diesem exakten Moment beginnt das eigentliche Leben, in dem der Arbeitgeber absolut keinen Platz mehr hat. Richtig. Und das schützt natürlich die Privatsphäre. Das zeigt sich übrigens auch ganz stark beim Thema Smalltalk. Wenn du hier im Zug sitzt, ist es gesellschaftlich völlig akzeptiert, sich kurz zu begrüßen und dann einfach eine Stunde lang schweigend nebeneinander zu sitzen. Und niemand empfindet das als so eine peinliche, unangenehme Stille, die man jetzt verzweifelt mit Worten füllen müsste. Genau, und wenn man redet, dann eben über unverfängliche Themen. Das Wetter, die ewigen Zugverspätungen. Aber wehe, du fragst einen flüchtigen Bekannten nach seinem Gehalt. Oder danach, wie viel Miete er für seine Wohnung zahlt. Oh ja, absolutes Tabu. Solche Themen sind wirklich nur den allerengsten Kreisen vorbehalten. Was natürlich unweigerlich dazu führt, dass Freundschaften viel, viel mehr Zeit brauchen, um zu wachsen. Man nennt sich also nicht nach 3 gemeinsamen Mittagessen direkt Freunde. Nee, man ist Bekannte oder eben Kollegen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass eine echte Freundschaft, wenn sie dann mal da ist, extrem belastbar ist. Also wenn sie diese Hürden einmal genommen hat. Absolut. Die Quelle betont das auch sehr schön. Wenn jemand zu dir sagt, komm Samstag um 7 zu mir, dann ist das nicht einfach der Versuch, irgendwie höflich zu klingen, in der Hoffnung, dass du es bis dahin wieder vergisst. Sondern es ist eine bindende Verabredung. Exakt. Du tauchst am Samstag um 18:55 Uhr auf und erwartest, dass die Tür aufgeht. 18:55 Uhr,
Da sind wir wieder bei der 5 Minuten vorher Pünktlichkeit. Und damit schließt sich echt der Kreis zur Verbindlichkeit. Diese Liebe zur Berechenbarkeit formt ja nicht nur die Beziehungen, sie formt auch die physische Welt, in der die Menschen leben. Womit wir wieder beim anfänglichen Schock wären. Genau. Der leeren Küche. Lass uns unbedingt zu diesen traurigen Wasserrohren zurückkehren. Warum zur Hölle nimmt man seine Schränke und den Herd mit, wenn man umzieht? Das ist logistisch doch der totale Albtraum. Um das zu verstehen, muss man sich den deutschen Mietmarkt anschauen. In vielen anderen Ländern sind Mietwohnungen ja eher so temporäre Zwischenstationen. Ja, man mietet sich für ein Jahr ein, das Ding ist voll möbliert, man lebt quasi aus dem Koffer und zieht dann bald weiter. In Deutschland ist das Mieten für einen riesigen Teil der Bevölkerung aber ein absoluter Dauerzustand. Die Menschen leben auf 10, 15 oder 20 Jahre in exakt derselben Mietwohnung. Ah, die Wohnung wird also fast wie Eigentum behandelt. Genau. Und zu diesem Gefühl von My Home is my Castle gehört eben auch, dass man sich seine eigene Küche exakt so aussucht, wie man sie selbst haben will. Das erklärt natürlich einiges. Und es erklärt vielleicht auch diese oft fast schon ehrfürchtige Frage an der Haustür, wenn man irgendwo eingeladen ist, soll ich die Schuhe ausziehen? Man betritt da eben einen sehr stark geschützten privaten Raum. Richtig. Wobei unsere Quelle hier einen echt pragmatischen Rat für Neulinge bereithält. Welchen? Es gibt keine universelle Regel dafür. Der einzige Weg aus der Peinlichkeit ist, einfach zu fragen. Einfach fragen. Sehr gut. Ein weiteres System, das Neulinge oft total in den Wahnsinn treibt, weil es auf den ersten Blick echt wie reine Schikane wirkt, ist die Abfallwirtschaft. Oh ja. Das Mülltrennungssystem. Das ist im Grunde ein tägliches Logikrätsel in jeder Küche. Papiermüll, Restmüll, Biomüll, dann dieser gelbe Sack für Leichtverpackungen und dann natürlich noch das Altglas. Das wird streng nach Weißglas, Grünglas und Braunglas getrennt. Und als wäre das alles noch nicht komplex genug, gibt es das magische Pfandsystem. Ja? Hättest du gewusst, dass so eine leere Plastikflasche bares Geld wert ist? Die kleine Anekdote mit Anna und David in der Quelle bringt das echt perfekt auf den Punkt. David hat seine Plastikflasche ausgetrunken und will sie gerade schwungvoll in den nächstbesten öffentlichen Mülleimer werfen. Und Anna reagiert fast panisch. Ja, sie ruft, nein, Pfand? Das Pfandsystem ist eigentlich ein brillanter psychologischer Trick. Es definiert das ganze Konzept von Müll radikal um. Indem man beim Kauf diesen Aufschlag von ein paar Cent auf die Flasche zahlt, ist sie plötzlich kein wertloser Abfall mehr. Die Flasche ist buchstäblich Geld. Genau. Die Rückgabe der Flaschen am Automaten im Supermarkt mit diesem typischen Piepsen, dem Förderband und dem kleinen Bon am Ende, das ist ein total tief verankertes Alltagsritual geworden. Es macht aus dem abstrakten Umweltschutz eine rein finanzielle Transaktion, die einfach jeder kapiert. Absolut. Wenn wir über Transaktionen und Regeln sprechen, dann kommen wir an dem absoluten Endgegner in Deutschland echt nicht vorbei, der Bürokratie und dem physischen Briefkasten. Oh ja. In einer Ära, in der wir eigentlich alles digital mit 2 Klicks auf dem Smartphone erledigen könnten, spielt dieser kleine Schlitz in der Haustür eine unfassbar wichtige Rolle. Das wirft echt eine wichtige Frage auf. Warum beharrt ein Hochtechnologieland so extrem auf bedrucktem Papier? Ja, warum? Die Antwort liegt in der Rechtssicherheit. Ein grauer oder gelber Umschlag von einer Behörde, der in deinem Briefkasten landet, ist ein physischer, juristischer Beweis. Das ist quasi in Stein gemeißelt. Und in diesen Briefen findet sich meistens ein Wort, das jeder Neuling ganz schnell lernen sollte. Die Frist. Genau, Die Frist. das Datum des Grauens. Bis zu diesem Tag muss etwas erledigt sein. Und wenn nicht, dann rollt die bürokratische Lawine unaufhaltsam los. Was bei vielen Einwanderern extremen Stress auslöst. Stell dir vor, du öffnest so einen Brief, du verstehst vielleicht jedes einzelne Wort grammatikalisch, aber du hast absolut keine Ahnung, was eigentlich die reale Konsequenz ist, wenn du es nicht machst. Ja, das ist der Horror. Aber ich vermute mal, diese strikten Regeln und Fristen dienen letztlich demselben Zweck wie, sagen wir mal, die Haftpflichtversicherung. Gefühlt jeder hat in Deutschland eine Haftpflichtversicherung. Richtig.
Das sind alles Mechanismen zur Risikominimierung. Wenn auf so engem Raum über 80 Millionen Menschen zusammenleben, verhindern solche klaren Regeln einfach, dass aus kleinen Fehlern, wie jetzt einem aus Versehen kaputt gemachten Fenster beim Nachbarn, gleich ein existenzieller, ruinörer Konflikt wird. Was bedeutet das also alles? Wenn man sich diese Liste so anhört, unnachgiebige Termine, strikte Feierabendgrenzen, Papiermülllogik, knallharte Fristen und ständige Versicherungen, da könnte man ja echt leicht den Eindruck gewinnen, das Leben dort drüben sei nur so ein freudloser Ablauf von Stoppuhren und Aktenordnern. Was ja zum Glück nicht die Realität ist. Nee, gar nicht. Auch innerhalb von diesem ganzen strengen Rahmen gibt es kleine, ganz tiefe Freuden des Alltags. Lass uns mal über die Kulinarik reden. Insbesondere über die große Restaurantfrage, die mich echt immer wieder fasziniert. Du meinst die Wahl des Wassers? Still oder mit Sprudel? Ganz genau. Wenn du in so vielen anderen Ländern Wasser bestellst, bekommst du einfach ein Glas stilles Leitungswasser hingestellt. Oft sogar gratis. In Deutschland ist kohlensäurehaltiges Wasser, also das Sprudelwasser, der absolute Standard. Und das, obwohl das Leitungswasser überall im Land eine wirklich hervorragende Trinkqualität hat. Man könnte es einfach aus dem Hahn trinken. Aber nein, es muss prickeln. Ja, das Sprudelwasser hatte eine lange Tradition. Das hängt oft mit dieser Wahrnehmung von Reinheit und Erfrischung zusammen. Es kribbelt, es fühlt sich im Mund nach mehr an als nur nach, schnöder Flüssigkeit. Sehr spannend. Und ähnlich funktional, aber tief kulturell verwurzelt ist ja auch das Brot. Wir reden hier nicht von so wabbligem Toastbrot. Oh nein, bloß nicht. Wir reden von schätzungsweise 3000 verschiedenen Brotsorten. Roggen, Dinkel, Sauerteig, Körner in allen erdenklichen Variationen. Was mich direkt zu meinem absoluten Favoriten bringt, dem Abendbrot. Wenn du abends bei einer Familie eingeladen bist, darfst du da nicht zwingend ein riesiges, dampfendes Festmahl erwarten. Meistens steht da einfach ein großes Holzbrett auf dem Tisch. Darauf liegt ein mächtiger Laib dunkles Brot, daneben ein bisschen Käse, Wurst, vielleicht noch ein paar Gewürzgurken. Und jeder schneidet sich einfach ab, worauf er gerade Lust hat. Es ist mega pragmatisch, es geht total schnell, niemand muss stundenlang in der Küche stehen und schwitzen. Und genau deshalb bleibt am Ende viel mehr Zeit, um einfach entspannt am Tisch zusammenzusitzen und den Tag ausklingen zu lassen. Diese Pragmatik, die zeigt sich übrigens auch draußen auf der Straße. Man muss nicht zwingend ein Auto besitzen, um am gesellschaftlichen Leben voll teilzunehmen. Die Infrastruktur, gerade in den Großstädten, ist extrem stark auf den öffentlichen Nahverkehr ausgelegt. Also Busse, S-Bahn, U-Bahn und natürlich die ständige Frage am Handy, wann kommt der Zug? Genau. Und vor allem das Fahrrad. Das Fahrrad. Das ist hier eben kein reines Sportgerät, das man am Sonntag gemütlich ans Auto schnallt, um mal ins Grüne zu fahren. Es ist das primäre Fahrzeug für Pendler. Und hier liefert unsere Quelle eine total implizite, aber echt überlebenswichtige Warnung für Fußgänger. Die da wäre? Betrete niemals, unter gar keinen Umständen, unachtsam den rot markierten Fahrradweg. Oh ja. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz des Großstadtdschungels. Auf dem Fahrradweg herrscht gnadenlos das Recht des Stärkeren bzw. des Schnelleren. Die Fahrradfahrer gehen einfach zu 100% davon aus, dass ihr Weg frei ist. Wer im Weg steht, wird im besten Fall weggeklingelt und im schlimmsten Fall umgefahren. Wobei, wenn wir bei der Bewegung zu Fuß bleiben, müssen wir unbedingt über dieses absolut wunderbare Konzept sprechen. Den Spaziergang. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsphänomen aus dieser Quelle. David fragte Anna in der Geschichte, nachdem sie schon über eine Stunde einfach durch den Wald gelaufen sind, sag mal, was machen wir jetzt eigentlich? Und Anna antwortet mit einer Ernsthaftigkeit, die man echt nicht erfinden kann. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Das ist das ganze Konzept. Der Spaziergang ist in Deutschland eine echte Institution. Man zieht sich im Zweifel wetterfeste Kleidung an und geht einfach los. Es ist eine der ganz wenigen Freizeitaktivitäten, die komplett konsumfrei ist. Man muss keinen Eintritt zahlen, man muss nichts trinken oder essen, man bewegt sich einfach durch den Raum. Egal ob das jetzt ein Park, ein Wald
oder um so einen See herum ist. Und es hängt wahnsinnig stark vom Wetter ab. Wenn nach wochenlangem grauen Winterhimmel dann endlich im März oder April der erste Sonnenstrahl herauskommt, passiert echt etwas Magisches. Die Straßen, die Parks, die kleinen Außenplätze vor den Cafés, zack, plötzlich sind sie randvoll. Es ist wie so eine kollektive Photosynthese. Weil das gute Wetter eben keine Garantie ist, gibt es diesen starken inneren Zwang, jede einzelne sonnige Sekunde gnadenlos auszunutzen. All diese Beobachtungen zeichnen natürlich ein super klares Bild, aber wir müssen hier auf eine echt wichtige Warnung der Quelle hinweisen. Es gibt nicht den einen Deutschen. Nee, absolut nicht. Deutschland ist extrem regional geprägt. Ein kleines Dorf in Bayern am Rande der Alpen funktioniert kulturell völlig anders als ein linker Szenebezirk in Berlin oder so eine kühle norddeutsche Hafenstadt wie Hamburg. Es gibt die lauten, chaotischen Deutschen und es gibt die leisen, überpünktlichen Deutschen. Das ist total wichtig zu betonen. Und Kultur ist ja auch keine Einbahnstraße. Keine Kultur auf der Welt hat die perfekte Lösung für jedes menschliche Problem gefunden. Menschen in Deutschland können wahnsinnig viel von Zuwanderern lernen. Sei es jetzt mehr Spontanität, eine offenere Form der Gastfreundschaft oder einfach ein bisschen mehr Gelassenheit. Stimmt. Und gleichzeitig können Neuankömmlinge eben von der Zuverlässigkeit des deutschen Kalenders oder diesem krassen Bewusstsein für Ressourcen beim Mülltrennen profitieren. Das Faszinierende an diesem Einblick in dieses Deutschlandskript ist ja am Ende eigentlich Folgendes. Es sind oft gar nicht diese riesigen historischen Ereignisse oder die große Weltpolitik, die den berühmten Kulturschock auslösen. Es ist die winzige Pfandflasche, die man plötzlich nicht mehr in den Müll werfen darf. Oder die verschlossene Supermarkttür am Sonntagmorgen. Oder das super ehrliche, total unverblümte Nein des Kollegen. Am Anfang verursachen all diese kleinen Dinge ständige Fehlermeldungen im eigenen Kopf. Aber irgendwann greift dann doch das Update. Das merkt man übrigens meistens genau dann, wenn man mal wieder in sein Heimatland fährt, dort an einem Sonntag an so einem hell erleuchteten, offenen Supermarkt vorbeiläuft und plötzlich innerlich zusammenzuckt. Und sich denkt, Moment mal, es ist Sonntag. Das ist doch gar nicht erlaubt. Genau. In dem Moment weiß man, dass man die Logik des Systems wirklich tief verinnerlicht hat. Das ist der Moment, in dem die Integration quasi heimlich gesiegt hat. Und da möchte ich mich zum Schluss nochmal direkt an dich wenden, unseren Zuhörer. Die Grundidee, die wir heute aus dieser Quelle gezogen haben, ist unbezahlbar. Wenn du das nächste Mal in einer fremden Kultur stehst und dich irgendetwas dort total nervt, dann stell dir nicht frustriert die Frage, warum machen die das nur so komisch? Sondern Zwing deinen Verstand zu der viel anspruchsvolleren Frage, warum ist das für all diese Menschen hier völlig normal? Hinter jeder noch so seltsamen Regel steckt meistens eine historische Erfahrung, ein kollektives Bedürfnis oder eben eine hochpragmatische Lösung für ein Problem, das du vielleicht einfach noch gar nicht verstanden hast. Verständnis bedeutet ja auch nicht, dass man seine eigene Identität aufgeben oder plötzlich alles toll finden muss. Es bedeutet nur, dass man aufhört, ständig gegen die Wand zu rennen und stattdessen anfängt, die Architektur des Hauses zu begreifen. Genau das ist es. Und um dich heute mit einem Gedanken aus dieser Analyse zu entlassen, der vielleicht noch einen Schritt weiter geht, wir haben heute ziemlich viel darüber gelacht, wie stark in Deutschland alles parzelliert, reglementiert und geplant wird. Also diese harten Feierabendgrenzen, das Kalender-Tetris, die krasse Mülllogik, die Sonntagsruhe. Alles sehr strukturiert. Aber denk mal einen Moment darüber nach. Ist es vielleicht exakt diese unfassbar rigide Struktur des Alltags, die überhaupt erst die wahre geistige Ruhe für so einen 3-stündigen, völlig ziellosen Sonntagsspaziergang erschafft? Spannender Gedanke. Durch feste Regeln und Fristen sicher in Schach gehalten wird. Ist die Regel am Ende vielleicht gar nicht der Feind der Freiheit, sondern ihre absolut notwendige Voraussetzung? Etwas, worüber du mal nachdenken kannst, wenn du das nächste Mal spazieren gehst, wohin auch immer. Danke, dass du heute bei diesem Deep Dive dabei warst und bis zum nächsten Mal.